herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es wieder los. Ihr könnt sehen, ich bin mehr oder weniger unter Tage. Ich möchte mir heute Luftschutzstollen anschauen. Also wieder Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Und ja, was uns heute hier erwartet, das seht ihr jetzt in diesem Video. So, es geht jetzt direkt los. Boah, hier ist schon wieder ein richtiger Mückenschwarm. Schauen wir mal eben kurz den Scheinwerfer auf volle Pulle. Ja. Oder? Kleinen Moment. So, jetzt haben wir es. Ja, viel weiß ich jetzt über die Anlage ehrlich gesagt nicht. Sie soll auf jeden Fall etwas größer sein. Und wir haben ja auch schon die ersten Einbauten, so wie es aussieht. Hier im Prinzip nochmal, da ist auch sogar eine alte Colaflasche drauf. Hier geziegelt und verputzt. Eine Nische für, irgendwas zum Unterstellen. Wir haben hier auf jeden Fall eine Menge alter Kanister. Die werden trotzdem jüngeren Datums sein. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier so sehen. Das sind halt wieder so typische Luftschutzanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die sind mitunter halt auch sehr, sehr spannend, weil die im Gegensatz zu den Bunkern auch sehr, sehr individuell sind, wie man gerade die Baustoffe zur Verfügung hatte. Und ja, man hat sich hier im Prinzip wieder in den Fels gehauen unter einer Stadt. Ob das jetzt direkt für die Anwohner gewesen ist oder mehr ein Werksluftschutzbunker, weil hier in der Nähe auch Industrie ist. Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit bestimmen. Könnte aber ein Indiz dafür sein. Also hier haben sie jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Könnte auch Schiefer sein, ja. Auch nochmal im Bereich gemauert. Ja, und hier geht's weiter. Wir haben hier oben noch ein paar Ösen, Haken. Ich vermute mal ganz stark, dass hier rudimentär so ein Kabel durchgezogen wurde für die Beleuchtung. Also wir haben hier keine richtigen Stromtrassen, wie wir es schon in vielen Anlagen auch gesehen haben. Und ob das jetzt extra für den Luftschutz hier reingemacht wurde oder ob man früher hier vielleicht sogar Bergbau betrieben hat, das weiß ich leider auch nicht. Wir haben mal eine Kiste. Eine riesige Metallkiste. Wir können ja mal gucken, ob wir die jetzt hier irgendwie aufbekommen. Ja. Boah. Die ist so schwer. Ich kann das jetzt nur mit einer Hand machen. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Was hat man hier gelagert? Kann alles Mögliche sein, ne? Hier haben wir jetzt echt ein bisschen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Boah, guckt euch das mal an. Wir haben hier noch eine Liege. Ist wahrscheinlich eine Krankentrage oder sowas. Boah, das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Hier können wir noch erkennen, hier in der Mitte ist der Rest von der Liegefläche. Das hat sich natürlich alles gelöst. Hier sind sogar noch Lederschlaufen. Hier können wir sehen, um denjenigen festzumachen, damit er halt nicht runterfällt. Also vermutlich eine Krankenbahre wird das gewesen sein. Wow. Oh, dass das Leder hier auch noch so gut erhalten ist, ne? Das ist schon außergewöhnlich. Aber die Liege ist wie die Kiste, die wir da vorne, die Truhe, die wir gesehen haben, komplett verrostet. Ja, und hier haben wir jetzt auch gleich eine Tür. Eine einfache Metalltür ist das aber.
Wieder eine Ziegelwand, verputzt. Boah, und hier geht's hoch. Oh, jetzt muss ich mich auch ein bisschen verdünnisieren. Verzeiht mir, es war heute ein bisschen spontan. Ich habe keinen Helm mit, aber da bin ich ein schlechtes Vorbild. Ihr wisst das. Wir sind sonst auf jeden Fall, was Kopfbedeckung anbelangt, immer vorzeigemäßig unterwegs. Deshalb bitte immer, wenn ihr sowas macht, einen Helm aufsetzen. Aber man bleibt ganz schnell mal oben irgendwo hängen und dann skalpiert man sich halb und das ist unschön. Hier auch nochmal so eine ganz verrückte Metalltür. Ich weiß nicht, ob die nicht auch neueren Datums ist. Aber hier mit Klappe, die ist aber verrostet, die geht nicht mehr auf. Ich sehe hier aber auch jetzt kein Typenschild, ehrlich gesagt. Nee. Was haben wir hier? Auf dem Boden gucke ich halt immer ganz, ganz gerne. Hier eine alte große Mutter. Ein Brett, Handschuhe, aber auch länger. Und von einer Metalldose. Hier unten auch. Ja, hier ging Kabel her. Es ist hier runtergekommen. Und jetzt ist noch mal eine Zwischentür. Diesmal nur ein Gitter. Boah, das geht auch nicht mehr. Das bewegt sich gar nicht, Leute. Das ist komplett verrostet. Das ist zu. Das bewegt sich nicht mehr. Das ist höchstwahrscheinlich auch nur aufgebogen worden, so wie das hier aussieht. Aber das war komplett zu. Aber sonst macht dieser Metallquerbalken hier keinen Sinn. Ja, das war verankert. Das hat jemand aufgebrochen. Hier geht's weiter, Schlag auf Schlag. Das sieht auch neuer aus, aber ich vermute fast mal, dass es hier eine Nachnutzung gab. Da werden wir gleich mal schauen, für was. Hier aber noch eine alte Metallkiste. Sowas haben wir auch schon mal im Bunker gesehen. Könnte durchaus sein, dass das noch eine ganz alte Geschichte ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Leider steht da nichts drauf und hier sind solche komischen Tonröhrchen. Und ein vermauerter Bereich wieder. Hier waren auch jeweils Türen drin, Holztüren, so wie es aussieht. Hier unten sieht man noch das ganze Restholz. Und auch hier wieder so eine Kiste, so eine Metallkiste. Komplett verrostet. Und hier unten gehen diese Tonrohre auch her. Seht ihr das hier unten auf dem Boden? Ja, und das sind die Reste von der Tür. Ja, so wie das aussieht, irgendwie so ein bisschen Entwässerung, aber warum so viele einzelne Stücke? Ja, also hier war auf jeden Fall dann eine modernere Beleuchtung dran. Das ist zum Teil schon runtergekommen. Boah, oh, jetzt wird es aber richtig interessant hier. Schaut mal hier. Wellblechdächer. Ja, gute Frage, ob das alles dann noch Zweiter Weltkrieg ist, habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen, dass man hier das so minimiert hat vom Umfang her. Ja, man hat hier richtig, ihr könnt das sehen an der Seite, so eine richtige Röhre reingebaut. Hier wäre die modernere Beleuchtung angebracht, vollkommen anders. Ihr seht das ja hier auch hier oben, die Fassung. Das ist alles moderner. Und hier, wie das hier auch aufgestapelt ist, ne? Also nicht komplett zusammen, sondern man hat hier wirklich
Ich weiß nicht, ob das was mit Belüftung... Ich könnte mir schon fast vorstellen, dass das hier wieder irgendwas Richtung Champignonzucht ist. Das ist meistens so. Aber ich habe so einen Aufbau noch nicht gesehen. Ah, schaut mal da, Leute. Ja. Tatsächlich. Das ist komplett nachher reingekommen. Das werden solche ja, Anzuchtsbehälter gewesen sein für Champignons. Ihr dürft mich aber nicht fragen, wie genau das Verfahren ist. Ob die da schon drin gewesen sind oder wie man das gemacht hat, weil auch hier in diesem Bereich, das hat man hier neu gemacht. Hier ist auch so eine Gummimatte drin. Ja. Und vermutlich hat man das hier aus belüftungstechnischen Gründen vielleicht so offen gelassen, damit sich das nicht so staut. Ich weiß nicht, auf was man achten muss bei einer Champignonzucht. Ja, das ist alles neu hier unten. Das könnte alles noch älter sein. Ja, hier gab es auf jeden Fall mal Schmierereien wieder. Aber das scheint auch wieder so eine Art Aufenthaltsraum gewesen zu sein. Vielleicht saß hier nochmal der Pförtner oder sowas, der hier so ein bisschen auch das Ganze koordiniert hat. Ja, die ganzen Zeichen kann man jetzt hier mal ausblenden. Ja, und hier geht's weiter. Also wir sind jetzt von da hinten gekommen. Da kann auch alles Mögliche rum. Auch viele ältere Relikte. Ja, hier ist irgendeine Flüssigkeit gewesen in diesen Behältern da. Und auch hier seht ihr wieder diese Tonröhrchen, die hier unten hergehen. Ich glaube, um hier das Wasser irgendwie so ein bisschen rauszubekommen. Ja, und hier ist wieder eine einzelne Kammer, die man hier ausgestemmt hat. Und auch hier sind wieder solche alten Kanister. Reste zumindest. Wie gesagt, ich achte immer noch mal ein bisschen darauf, ob ich unten irgendwas sehe, weil das kann man immer mal gut übersehen. Das sind meistens auch die spannendsten Sachen auch. Kleine Relikte. Ja, aber man hat hier auf jeden Fall verschiedenste Abschnitte. Es kann das sein, dass hier unten, hier oben irgendwie eine Notbelüftung ist. Da ist auch noch mal was abgemauert. Ja. Und hier hat man, wie gesagt, so einzelne Bereiche immer abgemauert. Ich weiß nicht, wie gesagt, das ist ja das Spannende an diesen Luftschutzanlagen, ja, wie man die Person halt aufgenommen hat, was man vielleicht zwischenzeitlich noch gelagert hat. Das hat ja immer eine Rolle gespielt. Ja, auch hier wieder eine Kammer. Da ist auch immer die Frage, ob das halt noch im weiteren Ausbau war oder ja, ob es im Prinzip schon fertig gewesen ist. Ne? Aber die meisten Anlagen, die man halt später gebaut hat, die waren notdürftig und die wurden ja immer weiter erweitert. Ne? Das ist ja ein laufender Prozess gewesen, weil das Bombardement, das wurde ja auch immer stärker von den Alliierten. Ja, hier gehen jetzt auch diese Rundbögen, die Wellbleche, die gehen jetzt wirklich bis zur Seite von der Stollenwand jeweils. Boah. Hier waren irgendwelche alte Paletten, der Rest davon. Das vermodert natürlich extrem. Ja, jetzt haben wir hier einmal einen Bogen gemacht. Wir sind hier vorne rein und sind jetzt hier an der Seite rausgekommen. Ja,
hat man irgendwie Styropor reingemacht. Ja, das ist halt alles von der Champignonzucht, ne? Also ich vermute jetzt mal ganz stark, dass das sowas gewesen ist. Und das hier oben, das wird einfach nochmal ein Aufbau gewesen sein, weil das ist auch alles nicht Zweiter Weltkrieg, um die Bereiche hier zu schützen. Hier hat man irgendwas gelagert, damit hier oben, wenn was von der Vierste abbricht, da sind auch noch diverse Haken, dass das hier natürlich nicht das, was man hier lagert, beschädigt wird oder die Champignons. Boah, schaut euch das mal an hier. Aus hier unten geht noch die Kabellage her, die etwas moderner ist. Die wird oben gewesen sein. Und hier ist eine riesige Schiebetür, eine Metallschiebetür, wo man jetzt diesen Bereich sichern konnte. Aber so massiv, sowas macht man ja aber auch nur, wenn man hier irgendwas, ja, sehr Wichtiges gelagert hat. Hier werden jetzt keine Personen gesessen haben, um sich zu schützen. Hier hat man höchstwahrscheinlich Material gesichert. Deshalb ist meine Vermutung eher auch, dass das irgendwas mit Werksschutz zu tun hat, dass man hier vielleicht auch Maschinen oder irgendwelche wichtigen Verbrauchsgüter, die man brauchte für die Produktion, dass hier immer mal so ein kleines Depot war. Könnte ich mir denken, ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber diese Tür macht sonst keinen Sinn. Ja, ihr seht das hier oben auf Rollen. Hier oben auf der Schiene geht die her. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und auch hier unten seht ihr, hier als ob man hier Material rein befördert hat. Das kann natürlich aber auch noch von der Champignonzucht sein, was einfach jetzt schon so stark verrostet ist aufgrund des Wassers. Und hier scheinen wir jetzt zu dem anderen Ausgang zu kommen, okay? Ja, kann durchaus sein, dass wir hier auf das Werksgelände kommen. Ja, wirklich sehr interessant. Also es hat so ein bisschen vom Laufen her, habe ich das Gefühl, man geht in so eine Art U-Form. Also im Prinzip so ein Schlauch, wo an der Seite immer mal eine Kammer kommt. Und jetzt ist halt die große Preisfrage, ob das, was jetzt hier noch gemauert ist, ob das auch noch alles original ist. Das weiß ich nämlich nicht. So, bis auf diesen einen Raum ist das schutztechnisch natürlich auch ein bisschen gut. Man hat hier höchstwahrscheinlich dann, wie wir das so oft gesehen haben, Bänke gehabt, wo die Leute sich halt hingesetzt haben, ne? Ja, aber ich weiß auch nicht, wie ertragreich sowas hier überhaupt ist mit einer Champignonzucht. Das kann ich auch nicht beantworten, weil hier scheint dieser Aufbau ja dann nicht so zu sein. Ja, auf jeden Fall könnt ihr mir das mal beantworten, was ihr meint. Dieser Abschnitt hier mit den Rundblechbögen hier, ich meine, das kennen wir ja schon aus verschiedensten Bunkern, auch Kampfbunker, gerade auch im Ersten Weltkrieg, hat man sowas auf jeden Fall benutzt. Ob das alles noch aus der Zeit ist oder ob man das auch wirklich nachträglich erst eingebaut hat. Ich meine, sowas haben wir auch schon mal gesehen in anderen Luftschutzanlagen. Ja, aber wie gesagt, diese Kisten und so weiter, das wird auch alles alt sein. Jetzt hier ein Hersteller. Na gut, das ist ja nur... Ja. Gut, das ist definitiv halt alles neu, das ist klar.
Und vermutlich auch die Tore hier. Vielleicht hat man das auch nur bis da vorne genutzt dafür. Das kann schon durchaus sein. Weil diese Türen, die werden auch nachträglich reingekommen sein. Auch hier mit diesen Löchern hier. Keine Ahnung, was das für eine Bewandtnis hat. Und ich meine vielleicht, dass die Champignon-Zucht vielleicht nur bis hierhin in diesem Bereich genutzt wurde. Und das hier hat man praktisch noch original belassen. Hier Steine, die man nicht rausschaffen wollte, die man nur rausgebrochen hat. Die hat man dann an den Seiten hochgemauert. Und das kennt ihr ja auch allgemein aus dem Bergbau. Ja, ich denke mal, das hat man belassen, dass dieser Teil wirklich noch komplett original ist. Ja, manchmal findet man auch noch alte Lederreste, Glasflaschen, das könnte auch irgendeine alte Flasche sein. Leider nichts. Kein Siegel oder irgendwas. Ja, aber diese Krankenware, die ist schon wirklich. Das ist ein schönes Relikt, was man so noch nie, also was wir zumindest auch noch nie irgendwo gesehen haben. Schön. Ja, und diese Kiste halt, ne? Ja, wäre jetzt halt auch wieder die Frage, wie viele Leute hat man hier wohl so untergebracht, wie viele konnten hier reinpassen. Ich denke mal auch, dass man im Ernstfall auch wieder hunderte Leute hier reingefärscht hat, sage ich jetzt mal so salopp. Hauptsache man ist irgendwie vor den Bomben draußen geschützt. Aber es ist halt immer wieder spannend, weil im Gegensatz zu den standardisierten Bunkeranlagen, Kampfunterständen und so weiter, weiß man immer nie, was einen hier erwartet. So. Ja, hier liegen auch alte Flaschen, aber jetzt nicht so alt, dass es irgendwas mit dem Krieg zu tun hätte, aber wahrscheinlich aus der Zeit der Champignon-Zucht. Können wir auch mal hier reinspähen, ob da irgendwas liegt. Ja, weil man hat hier nur das Ding hier so reingezimmert in diese Nische hier. Ja Leute, das soll es im Prinzip jetzt mit dieser Anlage gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet die jetzt genauso spannend wie ich. Mal wieder ja, ein Paradebeispiel von Luftschutzanlagen hier in Deutschland. Und es gibt ja unzählige in verschiedensten Ausführungen und Größen. Und das war mal wieder eine davon. Ja, die Frage ist halt, ist es eine reine Luftschutzanlage für die Zivilbevölkerung gewesen? Ist es vielleicht Werksschutz gewesen? Das kann man jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen und in gewissermaßen ähneln sich die Sachen, aber ich vermute mal fast, dass es für Werksluftschutz ist aufgrund der Einbauten und dieser Schiebetür aus Metall, die sehr brachial ist. Aber ihr könnt gerne eure Kommentare hier mal hinterlassen, was ihr davon haltet, was ihr meint, was das jetzt genau gewesen sein soll. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da, drückt auf Gefällt mir, wenn ihr dieses Video gut fandet, wenn es euch interessiert hat. Und schaut auf jeden Fall bei uns hier auf den Kanal vorbei. Wir haben noch viele andere Sachen, auch im Ausland. Verschiedenste militärische Anlagen, Zivilschutzanlagen und auch Bergbau, wen es interessiert. Und dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, ciao!